Herzlich willkommen zu 1000 PS TV. Hier aus Spanien, Calafat, die Rennstrecke mit der Scheißhauskurve. Und es war die Präsentation der neuen Triumph Speed Triple R. Nun, ich habe mir natürlich relativ viel erwartet, habe allerdings auch ein bisschen Angst gehabt, weil ja diese herkömmliche Speed Triple R bis jetzt, die ohne Elektronik ausgekommen ist, wirklich geliebt habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, na gut, wenn sie jetzt das Speed Triple R ein Elektronikpaket verpassen, wer weiß, ob das gut ist. Ride-by-Wire statt Gasseilzug, Traktionskontrolle. ABS hat es vorher schon gehabt, mit dem war ich sehr zufrieden. Jedenfalls war ich mir nicht ganz sicher, wie das werden wird, weil es ja oft der Fall ist, dass dieses Ride-by-Wire dann doch zu digitalen Schärfen führt und der Motor einfach nicht mehr so schön und voll und weich am Gas hängt. Und das kann ich mal sofort entschärfen, diese Angst. Es ist einfach fantastisch. Der Motor hängt jetzt noch schöner am Gas, wie er schon in der alten gehängt ist. Also unfassbar gut gelöst, dieses Ride-by-Wire. Und auch die Traktionskontrolle und das ABS und die 4 Riding Modes, die jetzt dazugekommen sind, eigentlich 5 Riding Modes, muss ich sagen, restlos begeistert. Wirklich super. Bei der Traktionskontrolle, die ist gekoppelt zu den einzelnen Riding Modes, also es gibt glaube ich Rain, dann Road, Sport, Track. Und dann gibt es noch einen 5. Riding Mode, den kann man frei konfigurieren. Da kann man zum Beispiel die Traktionskontrolle ausschalten, das ABS ausschalten und auch die Gasannahme kann man noch entweder in Rain, Sport oder Road. Das kann man kombinieren, wie man will. Triumph selber gibt diese 4, also Rain, Sport, also Rain, Road, Sport und Track, die haben es schon vorkonfiguriert. Das heißt, Gasannahme, Traktionskontrolle und ABS regelt in einer gewissen Weise, so wie Triumph glaubt, dass es eben dem Modus angepasst ist. Und ich muss sagen, ich habe Road probiert und ich habe Track probiert und es war beides wirklich perfekt. Also schöner kann man sowas nicht abstimmen, das ist einfach echt perfekt gelungen. Und Uli Bonsels von Triumph Deutschland, der wird uns dann erklären, wie es dazu kommt oder wie viele Leute dort hackeln wie die Bären, damit es so gut abgestimmt ist. Uli! Sanko! Unglaublich, Uli Bonsels in Spanien bei der neuen Speed Triple R. Wir sind die R gefahren, es gibt die S und die R. Und jetzt ist so, das was mir eigentlich, wo ich am meisten Angst gehabt habe, und was mich dann aber letztendlich auch am meisten beeindruckt hat an der neuen Maschine ist, dass dieses Elektronikpaket wirklich super gelungen ist. Zum Glück, weil du weißt, ich habe diese mechanische Speed Triple R wirklich geliebt, habe die ganz großartig gefunden, auch wie die Gasannahme war, dass ich den Motor, wie ich den gespürt habe, dieses direkte Empfinden des Motors, und da habe ich Angst gehabt, dass wenn jetzt diese Elektronik zwischengeschalten ist, dass also keine Gasseile mehr gibt, sondern alles nur mehr elektronisch ist, dass das unter Umständen den Motor verwässert. Ist aber überhaupt nicht der Fall, im Gegenteil. Es ist ganz, ganz großartig, wie das am Gas hängt, wie man das spürt. Man hat echt das Gefühl, das hängt ganz direkt an einem Seil, was aber nicht der Fall ist. Und auch die Traktionskontrolle hat mich wirklich begeistert, beeindruckt, Wahnsinn. Auch das ABS, das habe ich dann auch im Race-Modus dann einmal spüren dürfen. Und was mich jetzt interessiert, und ich hoffe, du kannst uns das sagen, wer macht diese Elektronik? Kauft es die irgendwo zu oder wie macht es denn das? Das ist eine gute Frage und berechtigte Frage. Die Komponenten kaufen wir natürlich zu. Das meiste von dem Elektronikpaket kommt jetzt von Cahin. Also das ganze Ride-by-Wire, die Drosselklappengehäuse und Sensoren, die kommen von Cahin. Ja. Und was das ABS angeht, von Nissin. Diese Komponenten kaufen wir ein. Aber die Abstimmung, die Software, die dazu gehört, die schreiben wir selber. Das, was
die Mappings, die du eben angesprochen hast, diese schöne Ansprechverhalten des Motors, das kann man weitgehend sogar unter Laborbedingungen machen. Das wird in der Zentrale in England gemacht. Da gibt es einen genialen Menschen, dessen Namen ich hier nicht... Einen? Ja. Es gibt einen Mann, der für die ganzen Mappings verantwortlich ist, von Anfang an schon bei uns. Der macht das, seitdem wir irgendwelche elektronischen Einspritzsysteme verbauen, nicht nur Ride-by-Wire, auch vorher schon, macht dieser eine Mensch diese ganzen Mappings. Und er hat mittlerweile so viel Erfahrung und auch so viel Fingerspitzengefühl und so viel Know-how. Einen besseren kann man sich kaum vorstellen. Der Mann ist einfach Gold wert. Und die anderen Applikationen für ABS, Traktionskontrolle und so weiter, das wird natürlich auf der Straße oder auf der Rennstrecke rausgefahren. Ja, aber ich habe immer geglaubt, diese Elektronik, das ist ja so ein wahnsinnig großer Bereich, wo ja irrsinnig viele Codes da geschrieben werden müssen. Ich habe geglaubt, das machen mindestens 10 Leute. Das macht wirklich nur einer. Er hat natürlich ein Team, das ihn unterstützt, das ist ganz klar. Aber die letztendliche Abstimmung und die Entscheidung, passt oder passt nicht, fällt er erstmal und dann wird natürlich auf der Straße gegengefahren, aber in der Regel ist ja nicht mehr viel Veränderung notwendig, weil der Mann über so viel Erfahrung verfügt und so viel Fingerspitzengefühl. Das ist ganz toll. Also ich kann das jetzt nur bei dieser Speed Triple R beurteilen und da bin ich wirklich beeindruckt, weil das hätte ich nicht geglaubt, dass das so... Bald wirst du es auch bei der Street Twin beurteilen können. dauert ja nicht mehr so lange. Ja, genau. Das ist genauso schön gelöst. Auch ganz toll, ja, absolut. Weil ich habe mir nämlich noch gedacht, bei der Street Twin, da brauche ich diese Traktionskontrolle auf keinen Fall. Allerdings muss ich zugeben, so wie das heute funktioniert hat, ich habe es 2-3 Mal gebraucht, das ist so unglaublich gut gewesen, da ist kein Rattern, da ist gar nichts, du siehst dieses Signal im Display, aber ansonsten, da wird keine Zündung zugenommen oder was. Oder die Einspritzung unterbrochen, sondern einfach die Drosselklappen über das Ride-by-Wire ein Stückchen weit geschlossen, so dass es genau passt, dass du wieder guten Grip hast. Und auch bei einer Street Twin, klar, man kann sich unterhalten oder darüber diskutieren, ob ein Motorrad mit 55 PS Traktionskontrolle braucht. Aber A muss man sagen, dass eine Traktionskontrolle eigentlich nur ein Abfallprodukt vom Ride-by-Wire ist. Primär setzen die Hersteller Ride-by-Wire ein, um die schärferen Abgasnormen der Euro 4 einhalten zu können. Und da ist eine Traktionskontrolle wie auch ein Tempomat eigentlich ein Abfallprodukt, was relativ schnell integriert werden kann. Und ich sag mal auch bei einer Street Twin, bei normaler Landstraßenfahrt natürlich nicht, aber im Regen oder bei Bedingungen, wenn man ein bisschen raureif oder so auf der Straße ist, macht das auch bei einer Street Twin Sinn. Na vor allem, es ist ja so, dass die das in keiner Weise behindert. Ich bin ja ein alter Hund, ich habe da durchaus diese Befürchtung gehabt, dass ich mir gedacht habe, naja, aber das ist dann nicht mehr so echt oder so. Das stimmt in keiner Weise, weil es löst in Wirklichkeit nur aus, wenn es wirklich ernst ist, wenn man eigentlich einen Fehler gemacht hat. Und den mache ich ja nicht oft. Also wir haben ja heute gesehen, sowieso nicht. Und heute auf der Rennstrecke, ich habe es ja auch ein paar Mal versucht zu provozieren, mir ist es eigentlich nur gelungen, im zweiten Gang beim stumpfsinnigen Aufreißen der Drosselklappen und das mit gebrauchten Reifen. Mit neuen Reifen habe ich sie überhaupt nicht in den Regelbereich bekommen. Also sie regelt wirklich spät und dann muss es schon Blödsinn machen. Oder irgendwas halt auf der Fahrbahn liegen, was unvorhergesehen ist, was den Grip beeinträchtigt. Aber sonst... Was ich auch noch wirklich toll gefunden habe, ist jetzt habt ihr natürlich 4 verschiedene Riding Modes und diese Riding Modes sind kombiniert mit Ansprechverhalten, mit Traktionskontrolle, mit ABS und das kann ich selbstständig einstellen und dann kann ich mir außerdem noch einen persönlichen Riding Mode kann ich mir selber noch konfigurieren. Und wie ihr das gemacht habt, das finde ich auch irgendwie ganz toll, weil das relativ simpel ist und aber ziemlich gut durchdacht ist. Und außerdem, was mir noch dazu sehr gefällt, ist, dass immer die vollen 140 PS zur Verfügung stehen. Das ist richtig. Selbst im Regenmodus stehen die vollen 140 PS zur Verfügung. Aber da arbeitet dann natürlich Traktionskontrolle und ABS entsprechend sensibler und empfindlicher, um da früher angreifen zu können. Aber genau wie du sagst, im Grunde genommen es sind sogar insgesamt 5 Fahrmodi. Im Grunde genommen ist man mit den 4 vorkonfigurierten ab Werk bestens bedient. Mehr braucht eigentlich kein Mensch. Aber um den Spieltrieb halt zu befriedigen, gibt es noch den frei konfigurierbaren, wo man sich dann individuell die Sachen zusammenstellen kann und auch ABS und Traktionskontrolle, wer mag, deaktivieren kann. Komplett ausschalten. Also ich finde das schon leibend, weil du sagst, das ist jetzt nur Spielerei, man wäre mit diese 4 vorprogrammierten Modi ausreichend bestückt, aber ich freue mich drüber, wenn es die Möglichkeit gibt, ich fahre heute ohne Traktionskontrolle und ohne ABS.
Das kann ich mir einstellen und das passt dann nicht. Und das finde ich großartig. Du, das, was man nicht hundertprozentig zusagt, obwohl es wirklich super war zum Schauen, das sind diese Spiegel, die Lösung der Spiegel. Du hast einen wirklich tollen Blick nach hinten, das ist großartig. Ich finde es auch optisch sogar gelungen, aber nachdem ich viel in der Stadt fahre, zwischen den Kolonnen, ist das, glaube ich, eine echt ernste Geschichte. Kann ich da andere Spiegel verbauen? Oder ist das Du kannst natürlich jeden Spiegel aus dem Zubehör verbauen, ganz klar. Du musst halt nur nach dem Prüfzeichen gucken, damit er genehmigt ist, aber ansonsten ist das ja überhaupt kein Problem. Aber wir fanden halt diese Lösung speziell wegen der Optik halt mal was anderes und passt super zum Motorrad. perfekt? Du, und was erwartet euch? Was wird mehr gehen, R oder S? Ist eine gute Frage. Bisher war in den letzten Jahren die Standard, in dem Falle jetzt die S-Variante, relativ deutlich stärker. Wir hatten so ein Verhältnis von Standard zu R von 70-30%. Da der Preisunterschied aber inzwischen seit letztem oder vorletztem Jahr nicht mehr ganz so groß ist, beträgt jetzt, wie viel haben wir, 1700 Euro. Und dafür bekommt man halt das sehr schöne, aufwendige Öhlins-Fahrwerk. Ich vermute mal, es wird so Richtung 60-40% zugunsten der S ausgehen, aber time will tell, wie der Engländer sagt. Ja, da habe ich jetzt aber noch eine kurze Frage, weil wir sind ja nur die R gefahren und diese S hat ja Showa-Komponenten, die sind aber auch voll einstellbar. Und ist die vom Grundsetting ein bisschen sanfter? Oder? Ja. Sie ist vom Grundsetting ein bisschen weicher abgestimmt, ein bisschen komfortabler, weil die S halt primär auf der Landstraße eingesetzt wird und vielleicht nicht von ganz so sportlichen Fahrern genutzt wird, wobei auch die Showa-Elemente einen großen Einstellbereich haben. Also du hast jetzt für die Rennstrecke mit den Öhlins-Komponenten natürlich größere Reserven, wenn du wirklich am Kabel ziehst. Aber für die Landstraße reicht auch das, was die Showa-Elemente bieten, mehr als aus. Gar keine Frage. Uli, nachdem du jetzt da beim Triumph Street Triple Cup so erfolgreich und wild gefahren bist letztes Jahr, ich habe früher mit der Speed Triple, war ich auf der Landstraße bin ich immer extrem gern gefahren, auf der Rennstrecke war ich nicht ganz so glücklich, bis zur letzten Generation, also die Maschine, die wir letztes Jahr gehabt haben. Und da habt ihr jetzt Gott sei Dank bei der Geometrie nichts verändert. Das heißt, es fährt so, wie die gewohnt war. Also richtig großartig. Die Sitzposition macht einen kleinen Unterschied. Das heißt, einen kleinen, ja. Man hat Ich hab's Gefühl fürs Vorderrad, bisschen mehr Last auf dem Vorderrad. Ich finde es aktiver einfach, wie man jetzt drauf sitzt. Ja, das haben wir uns unterhalten. Ich habe das gar nicht so stark gemerkt. Für mich war das relativ gleich, aber wir haben jetzt auch nicht den direkten Vergleich. Aber worauf ich hinaus wollte, Naked Racing, das taugt da irgendwie. Das taugt mir total. Warum auch immer, keine Ahnung. Und wenn ich mal eine Daytona fahre, also das ist ja auch ein ganz tolles Sportmotorrad und ab und zu fahre ich natürlich auch mal eine Daytona auch auf der Rennstrecke. Das ist irgendwie ungewohnt. Ich meine, ich fahre jetzt seit 5 Jahren aufrecht auf der Rennstrecke. Anderen geht es genau umgekehrt, aber mir taugt es extrem. Ich finde es toll, super. Ein Speed Triple Cup wird es aber nicht geben. Speed Triple Cup wird es nicht geben. Warum nicht? Ach, wir haben jetzt mit dem Street Triple Cup seit 2008 irgendwie ein Markenzeichen gesetzt. Die Motorräder funktionieren super. Man kann mit relativ überschaubaren Modifikationen ein wirklich rennstreckentaugliches Motorrad aus einer Street Triple machen. Die Technik steht, die Partner stehen, die Federelemente, wie eine Gabel umzubauen ist, das ganze Know-how ist da. Warum soll man damit nicht weitermachen? Statt jetzt umzusteigen auf ein anderes Modell und damit natürlich auch Fahrer aus dem letzten Jahr zu verprellen, die dann ihr Motorrad nicht mehr einsetzen können. Das hat sich bewährt, damit machen wir weiter. Perfekt. Uli, ich bedanke mich ganz herzlich im Namen aller 1000 PS-Freunde und ich wünsche dir alles Gute, Uli. Danke sehr, großartig. Ciao. Ciao. Nun, vom Fahrverhalten her, also wie gesagt, der Motor, dass er jetzt 5 PS stärker ist, das merkt man nicht unbedingt, ob das 135 oder 140 PS hat, also das ist mir jetzt wirklich nicht aufgefallen. Ich war sowieso immer begeistert, habe auch diesen Punch auf der Straße für absolut ausreichend empfunden. Das
Wenn die Maschine voll aufmachst, das versetzt sich schon in Angst und Schrecken. Und auf der Rennstrecke, auf der wir gefahren sind in Calafat, das ist jetzt, ich glaube, so eine 3 Kilometer oder 3,2 Kilometer lange Rennstrecke mit keine eselslangen Geraden, da ist es auch so, dass diese Motorleistung komplett ausreicht. Genauso wie am Pannonia-Ring ist ja auch immer super. Brünn und so andere MotoGP-würdige Strecken, na, da sind die 140 PS dann vielleicht zu wenig. Aber Triumph wollte jetzt dort nicht weiter wettrüsten, weil es ja stimmt, dass das zum Straßenfahren eine wirklich würdige Leistung ist. Da braucht kein Mensch mehr, weil kein Mensch mehr auf die Straße bringt. Die Geometrie haben es Gott sei Dank nicht geändert, das heißt, das lenkt immer noch wunderbar ein, das ist wunderbar stabil, es lässt sich in der Stadt wirklich toll fahren. Meiner Meinung nach hat sich jetzt an dieser Sitzposition nicht wahnsinnig viel geändert, obwohl es vielleicht ein bisschen mehr vorderradorientiert worden ist mir jetzt nicht wirklich sehr stark aufgefallen. Andere haben gesagt, oh ja, das ist ihnen schon aufgefallen, mir nicht. Ja, das Einsetzen der Traktionskontrolle, das habe ich natürlich auch mit einer gewissen Panik erwartet, weil wenn das jetzt irgendwie gerattert hätte, wenn diese Elektronik einfach die Zündung zurückgenommen hätte oder sowas, das wäre für mich ganz was Arges gewesen, also eine echte Barbarei. Und das ist aber nicht der Fall, sondern die regelt so, dass man es selber nicht besser machen könnte und auf keinen Fall in der Geschwindigkeit und irrsinnig harmonisch. Also da ruckt nichts und da springt nichts und da hackt nichts, sondern es wird einfach ein bisschen Leistung zurückgenommen und man sieht dann im Display, dass dort eben diese Traktionskontrolle blinkt, aber ansonsten gibt es überhaupt kein Reißen oder Ruckeln, das durch die Maschine geht. Die Bremsen haben es den ersten Biss ein bisschen entschärft. Das finde ich großartig, weil draußen auf der Straße brauche ich das nicht, dass der erste Biss schon richtig aggressiv ist. Ansonsten ist der Biss aber gleich geblieben, also es ist wirklich nach wie vor ein sensationeller Anker, ganz, ganz großartig, lässt überhaupt keine Wünsche offen. Und zum ABS, das ABS kommt in den verschiedenen Modis früher bis ganz spät, wobei ich sagen muss, für mich, also auf der Straße draußen hat es nie ausgelöst. Es hat nur einmal im Race-Modus ausgelöst und da war ich eben in dieser besagten Scheißhauskurve, die heißt so, weil da so ein bisschen eine wellige Bremszone ist und sollte man die Bremszone nicht erwischen, fährt man genau dort in die Sanitäranlagen dieser Rennstrecke rein. Deswegen heißt es Scheißhauskurve. Und dort habe ich einmal das gehabt, dass da war ich zu spät dran, da war ich zu weiß ich nicht, komplett engagiert, haben wir gedacht, na gut, den vor mir, den muss ich jetzt unbedingt noch einholen und habe halt dann wirklich sehr spät bremst und dort habe ich dann das Gefühl gehabt, oha, es wird ein bisschen Bremswirkung zurückgenommen und da habe ich aber den Vergleich zu dieser Speed Triple R vom letzten Jahr, also die hat deutlich mehr Bremswirkung zurückgenommen wie jetzt dieses ABS in der Race-Konfiguration, das war eigentlich unspürbar. Und trotzdem hat man so eine Idee gehabt, na, aber die volle Bremswirkung ist das jetzt nicht. Aber es war eigentlich, muss man sich verneigen, wie gut sie das gemacht haben und wie gut es funktioniert. Beim Design muss ich sagen, was mir extrem taugt, ist diese gedrungene Form. Also die gedrungene Front, die schaut irgendwie viel aggressiver und viel bulliger aus. Das macht einen ganz tollen Eindruck. Hat allerdings den Nachteil, dass dieses sehr niedrige Flyscreen bei hohen Geschwindigkeiten, also so ab 180, bietet es halt nicht den Windschutz, den das etwas höhere Flyscreen der alten geboten hat. Aber es gibt von Triumph im Zubehör so ein kleines Plexiglas, was man da draufstecken kann. Schaut auch Weltklasse aus. Und hat dieselbe Wirkung wie der höhere Flyscreen vom letzten Jahr. Aber in der Stadt oder wenn man jetzt eben, keine Ahnung, wenn man bis 130 das auslangen findet, ist einfach das niedrigere Flyscreen einfach Weltklasse, weil es so geil ausschaut. Vorn dieser zentrale Lufteinlass fürs Rahmenmeer finde ich auch eigentlich ganz, ganz großartig. Was mir auch sehr gut gefällt ist, wie sie den Sattel gelöst haben mit diesen gesteppten Nähte.
dass das jetzt ein zweiteiliger Sattel ist, wie gesagt, dass die Sitzposition sich auch angeblich ein bisschen mehr zur Vorderradorientierung geändert hat. Das ist mir nicht aufgefallen. Das habe ich nicht so mitgekriegt. Gesehen habe ich natürlich, dass dieser Tank ein bisschen schlanker geworden ist und wahrscheinlich ein bisschen kantiger. Finde ich aber, dass das auch irrsinnig gut passt. Und so gesehen muss ich sagen, nach dieser ersten Präsentation, es ist natürlich immer schwierig, so eine Maschine zu beurteilen, ohne jetzt einen direkten Konkurrenten oder zum Beispiel das Vorgängermodell. Aber ich glaube, so viel, das traue ich mir sagen, es ist wirklich ein großer Wurf, es ist ein großer Schritt vorwärts und man muss jetzt sagen, jetzt ist halt das die mit Abstand beste Speed Triple, die es je gegeben hat. Und ich bin ein echter Fan davon. Überlegen müsste man, ja genau, was ganz wichtig ist, diese Handkraft beim Kuppeln. Dadurch, dass es jetzt eine Anti-Hopping-Kupplung hat, ist diese Handkraft beim Kuppeln, das ist nicht mehr existent, weil früher bei der alten Speed Triple hast du ziemlich hart kuppeln müssen. Das geht jetzt federleicht. Und das ist natürlich auch ein echter Fortschritt, muss ich sagen. Ja, und ob S oder R, die S und R unterscheidet sich nicht mehr gravierend, sondern das ist im Endeffekt, die R hat diese Ölinskomponenten, voll verstellbar. Ich selber würde das unbedingt brauchen, weil ich halt auch gern mit der Speed Triple auf der Rennstrecke fahre. Aber ich verstehe jeden, der sagt, na gut, diese 1500 bis 2000 Euro, die spare ich mir und ich nehme mir das Showa Vorwerk, das ist auch voll verstellbar, ist sogar für die Straßen ein bisschen freundlicher abgestimmt und für die Rennstrecken reicht mir das auch. Ich fahre nicht am letzten Fetzen. Freunde, ich bin mir ganz sicher, dass wir heuer noch relativ viel über diese Speed Triple R hören werden. Jetzt, lass es mal gut sein, wer mit den Burschen auf eine Pizza marschieren. Ja, und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Speed Triple! Ciao, grüß euch!